Ja, und wir sind wieder zurück auf Sendung. Jetzt ist es hier vorne ein kleines bisschen voller geworden als eben. Ich freue mich auf den nächsten Vortrag oder den nächsten Vortrag ankündigen zu dürfen von unserem Partner T-Systems. Heute mit tatkräftiger Unterstützung der AVL, sozusagen in dem Dreiergestirn AVL, T-Systems und Conviva, denn auch Conviva ist noch dabei. Wir sprechen hier über das Thema Advanced Systems Engineering als Koproduktion. Dazu darf ich begrüßen den Josef Zehetner. Er hat einen Masterabschluss in Software Engineering und einen Doktortitel in der Regelungstechnik. Er ist der Chefingenieur für die integrierte und offene Entwicklungsplattform von AVL. Und ebenfalls von der AVL Daniel Krems. Er hat einen Abschluss in Physik. Er ist Spezialist für Systems Engineering Methoden für die integrierte und offene Entwicklungsplattform der AVL und fokussiert auf das modellbasierte Systems Engineering. Dann von unserem Partner T-Systems, Sascha Leidig. Er ist bei T-Systems als Delivery- und Portfolio-Manager für den Bereich PLM verantwortlich. Sein Schwerpunkt ist dabei die Entwicklung des Digital Threads als durchgängiger digitaler Faden innerhalb und zwischen Unternehmen. Sascha ist seit 2000 bei T-Systems in verschiedenen Beratungs- und Führungsfunktionen tätig. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Monnem. Caroline Tröster trägt seit 2020 als PLM-Consultant zum Erfolg der T-Systems bei. In ihren Projekten vernetzt sie Daten aus verschiedenen Systemen, erstellt zugrunde liegende Informationsmodelle und visualisiert Wissen in Frontends. Hierbei setzt sie gerne, und das freut uns natürlich besonders, auch die Software Linksphere von Conviva ein. Caroline hat einen Masterabschluss in Wirtschaftsinformatik. Ja, und meine Kollegin Franziska brauche ich nicht nochmal vorstellen, die ist heute schon vorgestellt worden und ist natürlich auch tatkräftig wieder dabei. In der Runde also Sascha Leidig, Caroline Tröster von T-Systems, Josef Zehetner und Daniel Krems von AVL sowie Franziska von Conviva werden wir also jetzt über das Thema Advanced Systems Engineering, Traceability und Automatisierung vom Systemmodell bis zur Verification Validation referieren, und dazu freuen wir uns natürlich gleich drauf, mehr zu erfahren. Vielleicht mal ganz kurz eine Frage. Wir haben hier 3 Parteien am Tisch. Was war der Anlass für die Kooperation? Ja, wir 3 Firmen haben in einer Projektgruppe des ProStep IWIP-Vereins zusammengefunden, in der es um die verbesserte Zusammenarbeit im Systems Engineering geht. Dabei haben wir schnell festgestellt, dass wir uns in unseren Kompetenzen hervorragend ergänzen. Und es war einfach nur folgerichtig, dass wir uns zusammen einen Use Case vorgenommen haben im Bereich Verification und Validation, und herausgekommen ist ein erster Demonstrator. Super. Und was bringt jeder in diese Zusammenarbeit ein, Joe? Ja, also wir als AVL bringen das Know-how als Engineering-Dienstleister hier mit ein. Know-how zur Simulation und zum Test und auch unsere Testumgebungen und Simulationsumgebungen. Von Conviva haben wir hier genutzt die Linksphere-Plattform und zur Vernetzung der unterschiedlichen Daten hier, und T-Systems dann als Datenintegrator, Anbindung zu den PDM-Systemen und so weiter. Also es hat sich einfach sehr schön ergänzt hier, unsere Lösungen. Wunderbar. Dann darf ich jetzt einladen, welche Herausforderungen wir gemeinsam lösen. Das schauen wir uns jetzt hier an, und damit würde ich das Wort an dich übergeben und verschwinde hier hinter dir. Dankeschön. Gut, ja, danke schön, und ich möchte das Thema jetzt kurz motivieren. Und dafür haben wir ein paar Folien vorbereitet, da nochmal zum Nachlesen unsere Anteile der verschiedenen Firmen hier an diesem Demonstrator. Und ich möchte aber jetzt mit dieser Folie starten, wo schauen wir hier drauf, klassischer Fahrzeugentwicklungsprozess. Der Fahrzeugentwicklungsprozess ist traditionell wirklich produktstrukturgetrieben. Wir haben hier die PDM-Systeme, PLM, CAD, Bill of Material zum Beispiel. Die sind ganz klar hier positioniert, ist auch natürlich sehr wichtig. Aus dem lernen wir ganz einfach oder wissen wir, wie das Produkt, das Fahrzeug dann zu fertigen ist, zu bauen ist. Die Herausforderung dabei ist natürlich das, dass man relativ spät dieses Produkt tatsächlich bauen kann und testen kann. Und deswegen ist es ja so entscheidend, dass man gerade im Sinne Frontloading, Simulation nutzt man natürlich, um vorab zu überprüfen, ob das Produkt tatsächlich die Kundenwünsche erfüllen wird. Und deswegen hat man eigentlich diesem produktstrukturgetriebenen Prozess, muss man eigentlich so eine funktionale Repräsentation gegenüberstellen.
Und die soll natürlich auch durchgängig sein und eigentlich, also aus unserer Erfahrung heraus, sind es wirklich zwei sehr separierte Prozesse. Auf der anderen Seite natürlich haben die eine ganz starke Abhängigkeit voneinander, weil natürlich die virtuelle Absicherung zum Beispiel, die braucht laufende Information aus der Produktstruktur, zum Beispiel Parameter, was ist die aktuelle Fahrzeugmasse, aber natürlich auch genau dieses Architekturinformation, welche Konfiguration von meinem Hill, von einem Hybridfahrzeug zum Beispiel verwende ich gerade. Wir nutzen das dann entsprechend, um zum Beispiel zu simulieren und genauso müssen wir dann wieder an diesen führenden Prozess zurückreporten. Was sind jetzt eigentlich die Ergebnisse, was sind die KPIs, was ist der Verbrauch und so weiter. Also wir sehen schon, es ist eine enge Verzahnung notwendig, aber eigentlich wie können wir die jetzt wirklich sehr effizient durchführen? Und da möchte ich auf der nächsten Folie darauf eingehen. Hier einfach ein Beispiel, was relativ was Plakatives. Verbrauch. Und wir sehen hier wieder den Fahrzeugentwicklungsprozess, also das ist jetzt nicht eine Messkurve, die wir aufgezeichnet haben. Und eigentlich wollen wir jetzt wirklich in einer jeden Phase in meinem Entwicklungsprozess eigentlich genau wissen, wo stehe ich mit meinem aktuellen Design, mit meiner aktuellen Validierungsmöglichkeit, was bekomme ich da eigentlich für den Verbrauch heraus. Und das heißt, wir können hier wirklich vergleichbare Ergebnisse wollen wir hier erzielen und wie können wir das machen? Wir schlagen ihm hier vor, wirklich durchgängig Prototypen zu nutzen, also immer wirklich eine Repräsentation des Produkts zu einem jeden Zeitpunkt zu haben. Und natürlich jetzt nicht nur das reale Produkt ganz spät im Prozess, sondern einfach durch Einführung dann von virtuellen Prototypen, das heißt Simulation, vielleicht eine einfache Simulation zu Beginn, dann eine komplexe Co-Simulation. Und wir nutzen dann zum Beispiel diese Co-Simulationsarchitektur, um dann auch um Prüfstände einzubinden, einen virtuellen E-Motor durch einen realen E-Motor auf einen E-Motor-Prüfstand zu ersetzen. Da sprechen wir dann von gemischten Prototypen. Und auf diese verschiedenen Prototypen nutzen wir jetzt, um diesen Verbrauch zu überprüfen, um zum Beispiel so einen WLTP durchzuführen. Und so befüllen wir dann sozusagen diese Kurve. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, klar, in einer frühen Phase ist die Reife vielleicht ein bisschen niedriger noch. Von dieser Untersuchung, da hat vielleicht der Ingenieur das abgeschätzt, wirklich zu Start. Aber je weiter wir im Prozess vorangehen, umso besser werden unsere Modelle, umso mehr Hardware, umso mehr reale Embedded Software zum Beispiel verwenden wir hier tatsächlich. Das heißt, die Reife und die Aussagekraft dann, das sieht man hier auch mit diesem Schlauch, der immer schmäler wird, das steigt einfach kontinuierlich hier dann an. Und das ist eben jetzt genau diese, wie das AVL, das ist genau diese Integrated and Open Development Platform Strategie, die wir hier vorschlagen. Wirklich diese Verbindung vom produktstrukturgetriebenen Prozess und der funktionalen Repräsentation über so Prototypen, virtuelle, gemischte, reale Prototypen zu machen. So, und wie stellt sich das Ganze jetzt eigentlich dar? Ich meine, wir sehen das Thema der virtuellen Prototypen, klar, da geht es um Simulation, da geht es um Echtzeitsimulation vielleicht auch, aber es geht auch ganz stark darum, die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle zu bekommen. Und wir wissen das ja alle, wir haben viele Daten verfügbar im Entwicklungsprozess. Und wir verwenden immer gern dieses Beispiel hier, der Farm des Bauernhofs. Es werden hier viele Früchte angebaut, viele Getreidesorten auf verschiedenen Feldern, die werden dann in Silos vielleicht gelagert. Also das ist eine ganz nette Analogie hier. Das heißt, wir haben ein breites Feld an Autorensystemen, an Datenbanken. Und natürlich wollen wir jetzt ja diese Daten nutzbar machen. Und auch wieder hier die Analogie, natürlich es wird geerntet am Bauernhof, die Früchte werden am Markt zusammengebracht und für eine Anwendung für den Nutzer dann, für den Kunden verfügbar gemacht. Und genau dafür brauchen wir immer einen Datenintegrationslayer, um zum Beispiel Navigation, Suche, aber auch Visualisierung zum Beispiel zu ermöglichen. Und warum machen wir das Ganze eigentlich? Naja, wir wollen ja eigentlich ein gutes Essen konsumieren. Wir gehen in ein Restaurant, der Koch kauft einen am Markt und kocht uns ein schönes Essen draus. Und hier natürlich wieder Analogie, im Endeffekt machen wir das ganze Spiel hier ja nur, um den Entwicklungsprozess bestmöglich zu unterstützen, einerseits. Aber natürlich können wir dadurch, durch bessere Datenvernetzung, durch bessere Integration, den Prozess effizienter gestalten. Wir können ihn optimieren, wir können vielleicht ganz anders, viel mehr zum Beispiel auf Virtualisierung setzen.
Und dieses Development-Ökosystem, wie wir das bezeichnen, das ist eigentlich genau die Blaupause auch für unsere Firmen, wie wir hier zusammenarbeiten. Wie schon erwähnt, wir als AVL mit IRDP kommen hier stark aus dem Entwicklungsprozess. Wie wende ich diese Daten, diese Methoden optimal an? Conviva, klar hier mit Links für diese Datenintegrationsschicht, und T-Systems ermöglicht uns jetzt hier wirklich diese Anbindung dieser verschiedenen Systeme. Gut, das war jetzt mal soweit die Einleitung. Wir bekommen jetzt noch vorgestellt, wie dieser Demonstrator dann tatsächlich ausschaut, den wir aufgebaut haben. Und Caroline, ich möchte hier an dich übergeben. Vielen Dank. Wenn wir dann auf die nächste Folie mit der Architektur umschalten, unser Demonstrator, den wir zu dritt entwickelt haben und gemeinsam auf der Architektur noch bleiben, gemeinsam entwickelt haben und auf der Links4-Umgebung durch Conviva und T-Systems implementiert haben, haben wir im Rahmen vom Fahrzeugentwicklungsprozess oder hier im Speziellen haben wir eine Optimierung, eine Entwicklung eines Hybrid-SUVs. Wir haben als Datenquellen unterschiedliche Systeme angebunden, als Requirement Management Tool, zum Beispiel links oben das DOORS. Da haben wir die Datenübertragung über die T-Systems Middleware gelöst, über den PDM Web Connector. Wir haben die Systemarchitektur aus PTC Integrity. Da haben wir das Datenaustauschformat XMI genommen, wobei dort ein Import als auch Export nach Links4 stattfindet. Auf der unteren, das heißt auf der funktionalen Ebene, haben wir die Landschaft von AVL, die V&V-Landschaft. Wir haben System- und Modellmanagementsysteme, aber auch das virtuelle Prototyping. Wenn wir jetzt in die nächste Szene schalten, ist es typisch für so einen Fahrzeugentwicklungsprozess im Requirements Management Tool zu starten, das heißt in DOORS. Wenn wir nun jetzt das Bild von DOORS betrachten, in der nächsten Szene, genau, sehen wir hier sowohl generelle als auch spezielle Anforderungen hier an die Fahrzeugentwicklung. Wir haben alle Metadaten, wir haben die Software, wir haben die Requirements, wir haben Sub-Requirements und übergebe damit weiter. Genau, der nächste Schritt ist, wie man auf diesem Bild sieht, in einem typischen Systems Engineering Projekt, dass man aus den Requirements heraus die Systemarchitektur ableitet. Und genau das haben wir auch in unserem Demo-Projekt erledigt. Wir haben dieses Systemarchitekturmodell mit der Systems Engineering Modellierungssprache SysML erstellt. Und ein Ausschnitt aus diesem SysML-Architekturmodell sieht man in diesem Bild. Konkret sieht man nochmal die Requirements. Allerdings haben wir im Systemarchitekturmodell explizit zwei Requirements, zwei Detail-Requirements für den Kraftstoffverbrauch hinzugefügt. Und das ist insbesondere dieses Requirement mit diesem WLTP-Kürzel, das uns im Laufe des Demonstrators verfolgen wird. Also im Wesentlichen geht es bei unserem Demonstrator darum, dass wir versuchen wollen, ein Fahrzeug zu entwickeln, das unter diesem WLTP, Standard-Referenz-Fahrzyklus für Auto, einen besseren Kraftstoffverbrauch hat. Also mit anderen Worten, diesen Kraftstoffverbrauch soll das Fahrzeug erreichen. Und was man auch sieht, ist, dass in diesem SysML-Modell dann Testcases hinterlegt sind und also das wäre der Testcase und mit den Requirements verknüpft sind. Was man auch noch sieht, und auf das werden wir dann später noch zu sprechen kommen, ist, dass im Architekturmodell auch Inhalte zu V&V vorhanden sind. Das wird dann, wie wir später sehen werden, die Architektur vom virtuellen Prototypen sein. Genau. Und um in dieser Analogie von vorhin zu bleiben, von Herrn Sedner, mit SysML sind wir jetzt eigentlich auf dem Acker unterwegs. Das heißt, das SysML-Modell ist im Wesentlichen in einem Datensilo drinnen und die Aufgabe ist jetzt, dass wir diese Daten aus dem Silo in den Markt, in die Links4-Plattform, in den Graphen reinbringen. Und wie die Caroline schon vorher angemerkt hat, wir haben das für SysML mit diesem SysML-Datenaustausch Standard XMI gemacht. Hat den Vorteil, dass jedes beliebige SysML-Werkzeug diesen Standard beherrscht, hat aber auch den Nachteil, dass nicht alle Informationen, die in dem Systemarchitekturmodell drinnen sind, tatsächlich auch mit dem XMI mitgeliefert werden. Das bedeutet, für SysML haben wir diesen Datenaustauschstandard gewählt, aber für die Requirements haben wir bewusst einen anderen Ansatz gewählt, nämlich eine dezidierte Technologielösung von T-Systems. Genau, wenn wir nun ein Video starten
unserem Demonstrator-Video sehen wir hier genau diese dezidierte Lösung von T-Systems. Wir haben hier den PDM Web Connector. Das ist eine Lösung, um hier in unserem Beispiel die Daten von DORS nach Linksphere zu übertragen. Wenn wir hier den Service sehen, sehen wir, dass neben DORS dann auch noch andere Systeme angebunden werden können. In unserem Fall haben wir aber nur den DORS-Service für die Requirements genutzt. Alternativ für die SysML-Modelle, um dieses XMI zu ersetzen, das steht aktuell noch in Entwicklung. Wenn wir hier betrachten, wir haben hier den DORS nach Linksphere Service, das heißt, wir haben hier die Verbindung DORS Linksphere. Wenn wir hier die Seite öffnen, sehen wir auch schon alle Requirements, die geladen sind. Das heißt, die Daten, die wir hier beispielhaft für die Fahrzeugentwicklung eingetragen haben, sehen wir hier sowohl generelle als auch die speziellen Requirements mit sämtlichen Metadaten. Genau. So, was jetzt eher das Wichtige ist, das waren jetzt eher noch die Daten, wie sie auch in DORS sind. Das heißt, jetzt wird der Service gestartet im PDM Web Connector. Das heißt, die Daten werden von DORS nach Linksphere übertragen. Und hier werden dann die Daten aus DORS nach Linksphere in die Staging-Datenbank geschrieben. Zusammen mit unserem Implementierungspartner T-Systems haben wir an dieser Stelle auch ein End-User-Frontend entwickelt. Das bedeutet, wir beginnen mit einer Projektübersicht, bei der zum Beispiel ein Projektmanager seine aktuellen Projekte inklusive aller Metadaten betrachten kann, wie Startdatum, Enddatum und Meilensteine. Das Projekt, was wir hier betrachten, ist der Facelift eines Hybrid Compact SUVs mit Fokus auf die Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs und die Emissionen. Zusätzlich zu diesem Projekt haben wir außerdem die Möglichkeit, einen Überblick über die zugehörigen Requirements zu erhalten. Diese Requirements sind harmonisiert aus zwei verschiedenen Quellsystemen. Das eine Quellsystem ist, wie vorhin schon erwähnt, das RQM-Tool DORS und das andere Quellsystem ist das SysML-Diagramm selbst. In unserem Beispiel beziehen wir uns vorwiegend, wie Daniel vorhin schon angesprochen hat, auf das Requirement 2.1, welches sich auf den WLTP-Zyklus stützt und für das wir auch später eine Simulation durchführen werden. Außerdem können wir auf dieser Seite auch die zugehörigen Testcases betrachten und im Nachgang, sobald die Simulation durchgeführt wurde, diese Testergebnisse auch gegenüber die Anforderungen aus den Requirements halten. Wenn wir nun nochmal auf das SysML-Diagramm zurückkommen, haben wir hier die Möglichkeit, einmal die Details über das SysML-Diagramm zu sehen, als auch die darin enthaltenen Artefakte, wie zum Beispiel die Call-Behavior-Actions und die Ports, die zu diesen Call-Behavior-Actions hören und wie diese verbunden sind. Außerdem sehen wir einen Enterprise Knowledge Graphen auf der rechten Seite, der sowohl die Artefakte innerhalb des SysML anzeigt, als auch die verbundenen Artefakte aus anderen Quellsystemen. Genau. So, jetzt sehen wir diesen Knowledge Graphen in Großansicht. Im Zentrum steht jetzt das SysML-Modell wieder und außen rundherum angeordnet sind die Inhalte aus dem SysML-Modell und aus DORS schön miteinander verknüpft. Vorhin auf diesem SysML-Diagramm links unten mit diesen 6 blauen Boxen hat man den Aufbau von virtuellen Prototypen gesehen. Das war das, was ich vorhin angeteasert habe im Systemarchitekturmodell, die Definition des virtuellen Prototypen. Und in der Einblendung rechts unten sieht man jetzt, was eigentlich die Bestandteile von virtuellen Prototypen sind. Das ist einerseits die Architektur, der interne Aufbau, aus welchen Komponenten besteht er. Das sind aber andererseits auch die Parameter und die Tests. Also ein Simulationsmodell muss zum Beispiel parametriert werden und man muss einen Test auf den virtuellen Prototypen anwenden. Und jetzt können wir versuchen, im links aufgeklappten Graphen genau diese Bestandteile des virtuellen Prototypen zu identifizieren. Zum einen sehen wir hinter diesem Knoten, hinter diesem SSD-Knoten, SSD steht für System Structure Definition, da versteckt sich oder verbirgt sich die Systemarchitektur, also die Architektur vom virtuellen Prototypen selbst. In unserem Fall ist der Prototyp rein virtuell, besteht also aus Simulationsmodellen. Das bedeutet, wir brauchen auch für die einzelnen Bestandteile des virtuellen Prototypen die Simulationsmodelle. Und das sind genau diese 4 Simulationsmodelle. Diese Simulationsmodelle und die Architektur sind jetzt mit diesem rosenen Knoten, dem SSP-Knoten, SSP steht für System Structure Package, verknüpft. Das bedeutet, dieser Knoten kennt die Architektur vom virtuellen Prototypen und er kennt die Simulationsmodelle. Und zu guter Letzt braucht der virtuelle Prototyp auch die Parameter und für unsere Demo haben wir jetzt da 2 repräsentative Fahrzeugparameter uns zurechtgelegt. Das ist einerseits die Fahrzeugmasse und die Getriebeübersetzung, die Driveline und damit auch das Driveline-Simulationsmodell parametrieren. Das bedeutet also, im Graphen ist automatisch die gesamte Information vorhanden, die einen virtuellen Prototypen ausmacht. Wir sind damit also in der Lage, diese Informationen aus dem Graphen automatisch zu extrahieren und in einen Container zu verpacken und diesen Container dem Fahrzeugentwicklungsprozess bereitzustellen. Das bedeutet also, auf dieser Seite
könnte jetzt ein Testingenieur hergehen und sich dieses SSP-File, diesen Container vom virtuellen Prototypen herunterladen. Und wir haben gesehen, dass ein virtueller Prototyp auch immer einen Testcase oder Testprozedur braucht. Und auch diese ist natürlich im Graphen bekannt und auch diese kann man herunterladen. Auf dieser Seite, also wenn man das jetzt aus der Brille des Fahrzeugentwicklungsprozesses betrachtet, kann also auf dieser Seite ein Testingenieur alle Informationen sich besorgen, die er braucht, um zum Beispiel die KPI-Kraftstoffverbrauch zu berechnen. Er kann sich also alles von hier besorgen, was er zur Erfüllung seiner Aufgabe braucht. Und das ist genau diese Unterstützung vom Fahrzeugentwicklungsprozess, die der Herr Zehedner vorher eingeführt hat. Genau, und da jetzt nochmal in Nahaufnahme dieser ominöse WLTP-Zyklus. Wir werden gleich sehen, was sich dahinter verbirgt. Das bedeutet also, der Testingenieur hätte jetzt alles, was er braucht, und jetzt können wir mit diesen beiden Files in die Arbeitsumgebung vom Testingenieur reingehen, und das wäre in unserem Fall die AVL-Co-Simulationsplattform Model Connect. Hier können wir jetzt also dieses gerade heruntergeladene SSP, diesen virtuellen Prototyp-Container, importieren. Und was wir sehen ist, wir haben mit einem Mausklick die komplette Struktur dieses virtuellen Prototypen in der Co-Simulationsplattform vorhanden. Und hinter jeder dieser 4 Komponenten, Fahrer, Motor, Driveline und das Thermalmanagementsystem, in diesem Fall steckt ein Simulationsmodell. Das bedeutet, wir reden hier nicht von der Simulation von einem monolithischen Modell, sondern von der Simulation von miteinander verknüpften Modellen. Deswegen auch der Begriff Co-Simulation. Der letzte Schritt, um die KPI tatsächlich berechnen zu können, ist jetzt die Einbindung von dieser Testprozedur, von dem WLTP. WLTP steht für Worldwide Harmonized Light Duty Vehicle Test Procedure, und es gibt im Wesentlichen ein Sollgeschwindigkeitsprofil vor. Der Sinn und Zweck von dem Ganzen ist, dass man verschiedene Fahrzeuge in einer vergleichbaren und standardisierten Art und Weise auf ihren Kraftstoffverbrauch abtesten kann. Und dieser dieser WLTP-Testzyklus, der gibt im Wesentlichen ein Sollgeschwindigkeitsprofil vor im Geschwindigkeitsbereich um die 30, 50, 75, 100 und 130 km/h, also so typische Geschwindigkeiten von Stadt, Landstraße und Autobahn. Also es ist ein relativ komplexes oder kompliziertes Geschwindigkeitsprofil, wie man hier sieht, dauert insgesamt 30 Minuten, und genau dieses Profil wird unser simuliertes Fahrzeug jetzt abfahren. Also mit ein paar letzten Mausklick haben wir jetzt einen voll funktionsfähigen und ausführbaren virtuellen Prototypen des Fahrzeugs, das wir entwickeln, das es uns ermöglicht, den Kraftstoffverbrauch zu berechnen. Und damit wir ein bisschen was sehen während der Simulation, zeigen wir hier in einem XY-Diagramm die drei Größen Sollgeschwindigkeit aus dem WLTP, Ist-Geschwindigkeit vom Fahrzeug und in hellblau den momentanen Kraftstoffverbrauch an. Das ist jetzt also das Ergebnis oder der Output von der Simulation, diese Zeitschriebe. Und was wir mit diesen Zeitschrieben machen, ist in einem standardisierten Post-Processing-Schritt berechnen wir aus diesem Zeitschrieb diese eine Zahl, dieses eine Ergebnis, Kraftstoffverbrauch in Liter pro 100 Kilometer. Und dieses Ergebnis schreiben wir dann mit anderer Information wieder nach links wieder zurück per REST API. Und was man hier jetzt da zurück in links sieht, ist, man hat wieder diesen SSP-Knoten, der den virtuellen Prototypen repräsentiert, aber jetzt dann neu diese orangen Knoten, die die Simulationsergebnisse repräsentieren. Also in unserem Fall, wir hätten dieses Demo-Projekt jetzt Ende Oktober gestartet, haben den virtuellen Prototypen schon öfters ausgeführt für verschiedene Parameterwerte und jeweils ein Ergebnis für diese KPI Fuel Consumption erreicht. Und der letzte Eintrag stammt eben genau von der Simulation, die wir gerade ausgeführt haben. Und jetzt können wir hergehen und diese verschiedenen Daten, Informationen, die im Graphen vorhanden sind, anzeigen und visualisieren. Das ist jetzt die Visualisierung rechts, und zum Vergleich haben wir links nochmal dieses Konzeptbild, das der Herr Zehedner vorher eingeführt hat am Beginn, nochmal eingeblendet. Ziel von der IODP ist es ja, die kontinuierliche Validierung und Verifikation zu ermöglichen. Also über den gesamten Entwicklungsprozess vergleichbare Ergebnisse für bestimmte KPI zu generieren. Und wie man jetzt aus dem Vergleich von Konzeptbild links und unserer Umsetzung rechts sieht, mit dieser Lösung von unseren 3 Unternehmen, T-Systems, Conviv und AVL, sind wir in der Lage, genau das zu erreichen. Wir können also mit diesen Informationen, die wir im Graphen haben und die wir in den Graphen zurückschreiben, genau nachvollziehen, wie sich die KPI, in unserem Fall eben die Fuel Consumption, über die Zeit, über die Projektlaufzeit entwickelt. Und wir können auch sehen, ob wir in der Lage sind, das Requirement zu erreichen. Und das Requirement ist in diesem Diagramm repräsentiert durch diese rote horizontale Linie, die beim Sollwert des Kraftstoffverbrauchs angezeigt ist. Und der Sollwert des Kraftstoffverbrauchs, der stammt natürlich aus dem Requirement selbst. Wir sind aber jetzt dann nicht nur in der Lage,
die Entwicklung der Fuel Consumption selbst nachzuvollziehen, sondern wir sehen auch, wie sich die einzelnen Parameterwerte über die Zeit entwickeln. Das bedeutet, im Endeffekt können wir für jedes Ergebnis der Fuel Consumption nachvollziehen, welche Parameterwerte haben wir verwendet, um dieses Ergebnis zu erreichen. Mit anderen Worten, wir sind in der Lage, eine vollständige Traceability zu gewähren. Das ist jetzt, da pausieren wir jetzt vielleicht kurz, genau. Das ist jetzt an sich ein nettes, schönes und sehr, ich denke, sehr eindrucksvolles Ergebnis. Was uns das gezeigt hat, ist, wir waren in der Lage, unsere 3 Unternehmen dieses Ergebnis in relativ kurzer Zeit zu erreichen. Und es hat uns positiv gestimmt, dass in dieser Kooperation noch mehr drinnen ist. Deswegen haben wir uns entschieden, uns weitere, höhere Ziele zu setzen, in dieser Kooperation weiterzumachen. Und wie diese Ziele genau ausschauen, das werden Ihnen jetzt die Kollegen Zedner, Leidig und Dörr genauer erklären. Ja, also ganz herzlichen Dank erstmal. Das war wirklich sehr eindrucksvoll und ich glaube, wer schon mal selber so eine Präsentation gemacht hat, der weiß, dass da eine gewisse Unruhe dabei ist und man aufgeregt ist. Wer eine Präsentation zu zweit gemacht hat, der weiß, okay, ich kann den Partner, mit dem ich da jeweils mich austausche oder zusammenspiele, gut einschätzen. Aber mit so vielen Protagonisten auf einer Bühne zu stehen, fand ich wirklich richtig klasse, ganz toll. Großes Kompliment an euch alle. Sascha, wie geht es jetzt weiter mit der Kooperation? Ja, der Daniel hat es ja schon angedeutet. Wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung angelangt. Im nächsten Schritt werden wir eine Vielzahl weiterer Systeme einbinden, um noch größere Automatisierungspotenziale zu heben. Um da mal ein paar Beispiele zu nennen, wir werden CAD-Modelle einbinden, PDM-Daten, virtuelle Steuergeräte. Was haben wir noch? Simulationsparameter, eine Testergebnisdatenbank werden wir einbinden und dann letztlich zusammen in dem Links4 Softwareprodukt implementieren. Und zu guter Letzt entwickeln wir als T-Systems aktuell einen Adapter für den automatisierten Austausch von SysML-Modellen, um dann die, ich sag mal, suboptimale Schnittstelle XMI ersetzen zu können. Okay, Joe, kannst du vielleicht noch mal so zum Abschluss es auf einen Punkt bringen, was der Nutzen des ganzen Themas ist und des Anwendungsfalls? Gerne, ich mache mehrere Punkte draus. Aber okay, gerne. Ein ganz wichtiges Thema, was wir da jetzt darstellen haben können, ist natürlich die Verbindung vom Systemmodell in SysML mit der Architektur, der Validierung dann, der Co-Simulation. Ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Schritt, diese Vernetzung. Dadurch können wir dann auch, wie gezeigt wurde, auch zu Parametern vernetzen, in Zukunft auch zum CAD und so weiter. Und das Wichtige dabei ist dann das, wir wollen ja Automatisierung treiben, also die Vorbereitung der Simulation zum Beispiel, automatisierte Ausführung der Simulation sind da ganz wichtige Themen. Und dann, wenn wir schauen auf die Ergebnisse, Nachvollziehbarkeit der Tests, Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse, wie vom Daniel auch schon kurz gezeigt, ist ein wichtiges Thema. Und wie schon gesagt, der nächste Schritt, Anbindung CAD-System, PDM-System, damit wir wirklich ein Closed Loop hier erschaffen können, damit wir wirklich von einer Änderung vom CAD-Modell zum Beispiel automatisiert die Validierung antriggern können, natürlich nicht nur von einem Modell, sondern von vielen und diese KPIs wieder zurückspielen können und so eine nachvollziehbare automatisierte Validierung vorantreiben zu können. Okay, das macht Lust auf mehr und wer Appetit bekommen hat, wir wollen da weitermachen, das ist schon mehrfach angesprochen worden. Wir haben uns jetzt auch gemeinsam, ich muss mal ein kleines bisschen hier rüberrutschen, damit ich wieder in der Kamera bin, sorry. Wir haben uns gemeinsam auch für das ProStep IWIP-Symposium beworben mit diesem Thema, wollen natürlich bis dahin ein gutes Stück weiter sein. Der Daniel hat gesagt, wir haben die Messlatte höher gelegt. Wir wollen das als gemeinsames Thema auch zukünftig vermarkten. Wir glauben, dass da ein erhebliches Potenzial drin ist. Vielleicht an der Stelle auch noch ein Gruß an den Krankenstand vom Dirk Denger, der eigentlich heute auch hier hätte sein wollen. Gute Besserung, Dirk. Er ist einer mit der Anzettler dieses Themas, dass wir das gemeinsam hier machen und von daher gesehen wollen wir noch viele Potenziale heben. Ihr seid alle herzlich eingeladen, natürlich wieder den Kontakt zu unseren Speakern, zu unseren Referenten, zu unseren Teilnehmern zu knüpfen und damit Dankeschön.